Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sport. Heute Technik. Wir haben immer noch den Wolf im Schafspelz hinter uns stehen. Die R80 GS, die wir auf Scheibenbremse umgebaut haben. Warum ein zweites Video? Es sind ein Haufen Fragen gekommen von euch an uns. Ihr habt uns gefragt, warum wir das machen. Wir könnten doch eine neue BMW kaufen. Natürlich könnten wir eine neue BMW kaufen, wenn wir wollten. Der Kunde hat das Motorrad schon ewig lange. Der hat eine Verbundenheit zu diesem Motorrad. Der mag das Motorrad und er möchte gerne mit diesem Motorrad weiterfahren. Und der Kunde entscheidet, was wir umbauen sollen. Und in dem Fall sollten wir das Motorrad aufpeppen, mehr Leistung, geilere Räder, bessere Bremsanlage. Und genau das haben wir gemacht. Mal ein. Kurzfassung, vorne hinten die Räder umgebaut. Das gibt es im Video 1, das ist hier verlinkt. Vorne HE-Bremsanlage, hinten die Scheibenbremse wie bei der 1100er, aber mit einem 17 Zoll Rad, weil es in die Schwinge sonst nicht reinpasst. Gut, es gibt Leute, die fahren mit 18 Zoll in der Paralleva-Schwinge, aber da ist das Rad so weit außer der Mitte, dass es wirklich nicht schön ist. Ja, Bereifung kann man nochmal erwähnen, Mefo-Reifen. Da habe ich Kunden, die haben schon 18.000 Kilometer auf diese Reifen geschafft. Von hier nach Nepal. Genial. Ja, machen wir aber weiter im Detail. Beim Fahrwerk vorne haben wir Andriani Gabel-Cartridges verbaut und hinten das Tractive Federbein. Das Tractive Federbein hat ein paar kleine Probleme mit sich gebracht und deswegen gehen wir jetzt mal ums Motorrad rum. So, hier sehen wir das Tractive Federbein mit einer hydraulischen Federbeinvorspannung. Also im Prinzip macht das nichts anderes, als einfach die zwei Schrauben, die die Feder des Stoßdämpfers fixieren und unter Druck setzen, vorzuspannen. Ist gut, wenn ich mehr Gepäck drauf bringe. Natürlich wäre es besser, eine härtere Feder dann einzubauen, aber wir wechseln die Feder vor der Tour oder nach der Tour. Deswegen arbeiten wir damit. Der Ausgleichsbehälter, der ist für den Trennkolben. Da wird Stickstoff und das Öl getrennt. So entsteht keine Suspension und der Dämpfer hat ein längeres Leben. Warum ist der getauscht worden? Ganz einfach. Das hat sich der Olaf bestimmt mitbestellt, als er das Motorrad gekauft hat. Und ich denke auch, dass es schon so alt ist. Wird gar nichts mehr supported, gibt es keine Teile mehr. Ist schön, wenn man es hat, aber kann man vergessen. Ja, jetzt haben wir das Federbein drin, haben auf Scheibenbremse umgebaut. Schauen wir uns mal den Endantrieb an. Der Endantrieb, da ist einiges geändert. Wir haben hier die Durchführung für den Bremsschlüssel. Hier ist das Bremsseil nochmal angehängt und das haben wir alles vergemacht. Hier die Aufnahme weggeschnitten und hier zugeschweißt. Es gibt immer welche, die besser schweißen können wie ich. Die muss ich gar nicht suchen, davon gibt es einen Haufen. Aber die machen die Arbeit halt nicht. Und wir haben es halt gemacht. Jetzt sieht der Antrieb so ähnlich aus wie der von der 1100er. Jetzt beantwortet mir mal die Frage, warum wir keinen 1100er Endantrieb reingebaut haben. Kommt keine Antwort? Ganz einfach. Wir haben den Punkt für die Federbeinaufnahme. Wir haben den 1100er nicht. Das ist mal schon mal ganz großes Mango. Brauchen wir hier. Und das Kegelrad ist ca. 1,2 cm, 1200 mm kürzer als das vom Zweiventiler. Und deshalb müssen wir auch das vom Zweiventiler hier beibehalten. Und die Modifikationen hier, die haben wir dann einfach mit der Flex gemacht, abgeschnitten, rausgeschliffen und so einen kleinen Dremel ein bisschen reingekannt, damit es so ähnlich aussieht wie original. Jetzt ist das alles neu. Aber sobald da ein bisschen Dreck und Patina drauf ist und das Leben mal drüber gezogen hat, sieht man davon gar nichts mehr. Was haben wir noch gemacht? Ich gehe mal ein bisschen tiefer. Da ist die Aufnahme für die Bremse. Genau am Ständer hier. Und die ist auch modifiziert worden. Da ist eine Lasche angeschweißt worden und ein Drehteil, damit die neue Bremspumpe hin kann. Am Bremshebel, am Originalen, wird dann auch noch eine kleine Lasche angebracht, damit die Bremspumpe betätigt wird.
Hinten benutzen wir natürlich die Zange von der 1100er, klar. Und auch die Pumpe, die gibt es im KDM-Sortiment und auch bei BMW. Ist immer mal da oder da billiger, muss man einfach schauen. Ja, dann ging es weiter im Detail. Hier sind abschmierbare Lager, die Nummer 91, 091, die merke ich mir halt immer so. Das Nadellager mit einem Plastikkäfig, die gerne beim Ausbau kaputt gehen. Im Gelände mache ich die häufiger kaputt, deshalb sind die hier auf abschmierbar umgebaut. Da ist eine Bronzebuchse drin und die wird dann abgeschmiert. Dann weiter die Schwinge, die haben wir an der rechten Seite um 5 mm abgenommen. Das ist eigentlich genau der Unterschied des Lagers von den Paralever-Modellen bis 1996 zu den Paralever-Modellen Vierventiler, würde ich jetzt sagen, so zur Eingrenzung. Das Vierventiler-Lager ist schmäler und jetzt ist auf der rechten Seite das Lager des Vierventilers verbaut und auf der linken Seite ist das Lager vom Zweiventiler mit dem Kunststoffring verbaut. Gucken wir uns auf der anderen Seite gleich nochmal an. Gehen wir nochmal ums Fahrzeug rum. Jo, da sieht man es. Die Schraube ist fast versenkt und deshalb kommt da jetzt zum Austausch noch unsere längere, unser Bolzen, Schwingenbolzen, Lagerzapfen, lange Ausführung rein. Ja, jetzt ist es ja alles total einfach. Wir haben im Prinzip nur den Endantrieb gewechselt, ein paar Lager ausgetauscht, an der Schwinge ein wenig rumkurbelt und ein Rad eingebaut. Der Kunde kann fahren, nichts da. Wir haben Modifikationen am Rahmen durchführen müssen, weil das Rad ja außer der Mitte läuft. Das ist ein bisschen größer, er kann jetzt 130, 140 oder sogar 150er Reifen hinten fahren. Da ist genug Platz vorhanden. Und jetzt musste das Heck ein bisschen weiter, als es eh schon außer der Spur ist, nach links wandern. Jetzt haben wir hier ungefähr 5 mm rausgenommen und auf der anderen Seite müssen wir ungefähr 1 cm reinnehmen. Das Heck habe ich mit meinem immensen Gewicht wieder ein bisschen in die Korrektur gebracht und dann hoffe ich drauf, ich hoffe der Olaf meldet sich nach dem Video, ob man ja vielleicht noch einen spritzigeren Kotflügel einbauen können, vielleicht den Acerbis Bacher in schwarz oder unseren UFO-Kotflügel, damit hinten ein bisschen alles wieder in der Richtung ist. Da sieht man, der Auspuff hat da eine richtige Welle reingemacht. Kann man so ganz gut sehen. Alles durch die Hitze. Jo, ja, und dann wollte ich die Luft noch am Reifen. Okay, das ist der Stand 2. Wir werden wohl, so wie es aussieht, noch einen Stand 3 bringen müssen, weil ich möchte auch mit dem Motorrad auf dem Leistungsprüfstand, was dieser 800, der Motor mit diesem großen Zylindersatz und den gemachten Teilen drückt. Ich habe es gezeigt, Einlass, Auslass bearbeitet. Ich erhoffe mir, dass wir da so irgendwie bei 65 PS rauskommen. Wäre einfach geil. Euch da draußen danke ich fürs Zuschauen. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Macht die Glocke auf, gebt gerne noch geile Kommentare, aber am liebsten unten drunter, nicht per E-Mail, sondern schreibt es drunter, schreibt halt drüber, dass ihr anonym seid. Ist doch gar kein Problem. Per E-Mail ist es schwer für mich auszuwerten. Schreibt drunter, ich möchte gerne nochmal die Bremsenaufnahme, ja, hast du jetzt gesehen, ne? Die Bremsenaufnahme sehen oder warum macht ihr abschmierbare Lager rein? Was auch immer. Ich weiß immer gar nicht, was ihr so wissen wollt. Und was geil wäre, ihr könnt mit entscheiden. Was meint ihr? Wird hier der Bacher besser aussehen oder unser Sonderserie? Schreibt es in die Kommentare. Bis bald, euer Manuel Schad von SWD Sports. Ciao. Ich habe gar nichts gemacht. Immer sagen wir was. Ne?